Wir stehen heute am Filterportal. Hier haben wir vor über 10 Jahren begonnen, den Filtertunnel herzustellen. Der Filtertunnel ist der längste Tunnel vom Projekt Stuttgart 21. Er besteht aus 2 Röhren, die jeweils 10 Kilometer lang sind. Herzlich willkommen in diesem 360-Grad-Film. Mein Name ist Andreas Dörfel. Ich bin zuständiger Teamleiter für den Rohbau des Filtertunnels, für den Tunnel Ober-Untertürkheim und für ein Ergänzungsprojekt, die P-Option. Wir schauen uns heute den Filtertunnel genauer an. Wir stehen gerade am Filterportal, wo wir die Herstellung des Filtertunnels begonnen haben, wo Millionen an Kubikmeter Gestein abtransportiert worden sind, wo nahezu die gesamte Logistik des Tunnels abgewickelt wurde. Und im weiteren Film schauen wir uns heute an, welche Herausforderungen wir bei der Herstellung des Filtertunnels gemeistert haben, wie der Tunnel hergestellt wurde und landen dann am Ende im Hauptbahnhof. Wir werden schon ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, in wenigen Jahren auch mit dem Zug durch den Filtertunnel vom Filterportal bis zum Hauptbahnhof zu kommen. Viel Spaß! Ihr könnt euch vorstellen, dass 20 Kilometer Tunnelvortriebe nicht einfach so zu bewältigen sind, sondern man braucht dafür jede Menge Logistik. Und wie das ausgesehen hat früher, können wir uns hier anschauen. Man kann sehen, wie direkt vor dem Tunnelportal ein Verladebahnhof für die Tübingen-Segmente vorhanden ist. Was das genau ist, werde ich euch später noch erklären. Im Tunnel selbst erfolgt die Logistik während des Vortriebs mit Hilfe einer kleinen Bahn, die die Tübingen-Segmente direkt vor zur Maschine bringt. Mit Hilfe eines Portalkrans werden die Betonfertigteile auf die Bahn verladen. Wir sehen hier am Portal auch das Förderband, welches den Abraum von der Vortriebsmaschine ins Freie befördert und von dort wird es weiter verladen. Beim Filtertunnel sprechen wir insgesamt von ca. 2 Millionen Kubikmeter Gestein, welches über das Filterportal abgefahren wurde. Wo sich vor ein paar Jahren noch die Logistikdrehscheibe zur Herstellung des Filtertunnels befunden hat, ist heute das im Rohbau fertiggestellte Tunnelportal zu sehen. Wir laufen aktuell im Trogbauwerk, das eine Art U-Profil ist, wo die Höhenlage des Gleises langsam in die Tiefe geführt wird, in Richtung Tunnelportal. Hier wird später das Richtungsgleis von Richtung Ulm bzw. vom Flughafen in Richtung neuem Stuttgarter Hauptbahnhof geführt. Hier beginnt aktuell das Gleis, was im Filtertunnel schon vollständig hergestellt wurde. Am Übergang zur freien Strecke fehlt noch ein letzter Lückenschluss, der auch in wenigen Wochen hergestellt sein wird. Das Trogbauwerk hat eine Länge von insgesamt ca. 85 Metern und im Anschluss daran nähern wir uns gerade dem eigentlichen Tunnelportal, dem sogenannten Sonic Boom Bauwerk oder dem Tunnel in offener Bauweise. Die offene Bauweise vom Filtertunnel ist hier oben ca. 70 Meter lang und ist als Sonic Boom Bauwerk ausgeführt. Das Sonic Boom Bauwerk dient dafür, dass kein Tunnelknall entsteht und der Luftschwall, den der Zug vor sich her schiebt, oben über unsere Schwallabbauschächte entweichen kann. Auf der linken Seite kann man schon ein erstes Verbindungsbauwerk erkennen. Wir werden noch viele weitere heute sehen im Laufe dieses Videos. Vor uns liegt nun der Übergang von der offenen Bauweise, vom Rechteckquerschnitt auf die bergmännische Bauweise, dem runden Tunnelprofil. Hier hat die Tunnelvortriebsmaschine ihre Arbeit 2014 aufgenommen. Wenn wir uns heute den Filtertunnel anschauen, gehen wir natürlich nicht zu Fuß, wir nutzen heute das Fahrrad.
Filterportal begeben wir uns zunächst Richtung Stuttgart-Möhringen. Insgesamt überwinden wir mit dem Filtertunnel ca. 200 Höhenmeter. Wir fahren heute auf einer Höhe, wo die Logistikbahn vor einigen Jahren noch nicht unterwegs war. Wir haben mittlerweile den Füllbeton eingebracht und fahren heute auf den Fluchtwegen. Damals, während der Vortriebsphase, fuhr noch die Logistikbahn auf einer tieferen Ebene, als wir heute unterwegs sind. Wir fahren heute auf dem Füllbeton im Filtertunnel und auf den Flucht- und Randwegen. Mit Hilfe der Tunnelvortriebsmaschine wurde der Tunnel kreisrund ausgebrochen. Unsere Tunnelvortriebsmaschine, die SUSE, hat einen Durchmesser von 10,82 Meter. Im rückwärtigen Bereich wurde sofort die Innenschale bestehend aus Betonfertigteilen eingebaut. Die besteht, wie man hier schön erkennen kann, aus Tübbingringen mit einer Länge von 2 Metern und jeder einzelne Ring besteht aus 7 Segmenten. Bei der Länge des Filtertunnels entspricht das ungefähr 56.000 einzelnen Tübbingsteinen, die hier verbaut worden sind. Nachdem die Tunnelvortriebsmaschine im Einsatz war, wurden im Nachgang der Füllbeton und die sogenannten Flucht- und Randwege eingebaut. Heute, wenn wir durchfahren, können wir schon erkennen, wie die Fahrbahn eingebaut ist, wie sich das Gleis im Tunnel befindet und auch schon Teile der Oberleitung an der Decke hängen. Hier können wir noch mal einen kleinen Einblick in die Vortriebsphase der TVM werfen. Unsere TVM, die SUSE, war ausgestattet mit einer Logistikbahn. Die Bahn hat vom Filterportal bis jeweils zur Maschine sämtliches Material verbracht und an der Maschine konnten auch Personen ein- und aussteigen, wie an einem kleinen Bahnhof. Wenn die Bahn unten bei der Maschine ankommt, nimmt sie einen Kran auf und bringt die einzelnen Tübbingsteine zum Erektor. Der Erektor greift die Tübbingsteine mit Hilfe von Vakuum und platziert sie an den richtigen Ort, wo Bauarbeiter die Tübbingsteine per Schraubverbindungen miteinander verschrauben. Heute können wir die Schrauben nicht mehr sehen, da sie nur eine temporäre Funktion hatten. Die TVM, unsere SUSE, hat eine Länge von insgesamt 120 Metern und ein Gewicht von rund 2000 Tonnen. Der Bohrkopf wiegt allein die Hälfte davon mit ca. 1000 Tonnen. Die Leistung der TVM beträgt 4200 Kilowatt. Das abgebaute Gestein wird über ein langes Förderband bis zum Filterportal transportiert. Der Filtertunnel ist nach dem sogenannten Zwei-Röhren-Prinzip gebaut. Das heißt, in jeder Tunnelröhre befindet sich ein Gleis mit einer Fahrtrichtung. Alle 500 Meter sind die Röhren mit Verbindungsbauwerken miteinander verbunden, hier mit einer grünen Lampe gekennzeichnet. Die blauen Lampen, die wir gelegentlich sehen, markieren Wasserentnahmestellen. Dort befinden sich heute Löschwasserentnahmestellen, von denen später in einem Ereignisfall die Feuerwehr Löschwasser entnehmen kann. Die weißen Lampen dienen lediglich der Beleuchtung. Wir befinden uns hier bereits unter Stuttgart-Degerloch, wo das Ende der ersten Schildfahrt unserer Tunnelvortriebsmaschine war. Wenn ihr euch jetzt die Tunnelschale genauer anschaut, könnt ihr den Übergang erkennen von der maschinellen Bauweise zur konventionellen Bauweise. Hier wurde die Maschine wieder zurückgezogen und wir haben im Sprengvortrieb den Tunnel weiter vorgetrieben.
Tunnelschale besteht hier nicht mehr aus Fertigteilen, sondern aus einer in Ortbetonbauweise hergestellten Tunnelinnenschale. Man kann erkennen, dass hier keine zahlreichen Fugen sind, sondern nur noch alle 12 Meter eine Blockfuge zwischen den einzelnen Tunnelblöcken besteht. Der Filtertunnel wurde in 4 Abschnitten von der Tunnelvortriebsmaschine aufgefahren. Zunächst wurde die erste Schildfahrt vorgetrieben. Den Übergang zum mittleren Filtertunnel hatten wir uns gerade angeschaut. Dann wurde die Maschine wieder zurückgezogen. Im Nachgang wurde sie vor der zweiten Röhre aufgebaut und hat den zweiten Vortriebsabschnitt hergestellt. In der Zwischenzeit haben wir den mittleren Filtertunnel im Sprengvortrieb aufgefahren. Und im Anschluss konnte die Maschine dann durch den mittleren Filtertunnel durchgezogen werden. Wir haben die dritte Schildfahrt absolviert bis in die Innenstadt hinein. Die Maschine wurde über die Wendekaverne um 180 Grad gedreht und hat dann ihre letzte Schildfahrt, die 4. Schildfahrt, hergestellt. Genau hier hinter uns war der Übergang zwischen der zweiten Schildfahrt und dem mittleren Filtertunnel. Da haben wir damals den ersten Durchschlag feiern können, was ein sehr großes Highlight für alle Beteiligten war. Ihr werdet euch sicherlich die Frage stellen, warum konnte der mittlere Filtertunnel nicht auch mit der Tunnelvortriebsmaschine aufgefahren werden? Es liegt daran, dass in diesem Bereich die geologische Übergangszone ist. Der untere Filtertunnel liegt nahezu vollständig in anhydritführenden Schichten. Das ist ein Mineral, was unter Hinzugabe von Wasser zum Quellen kommen kann. Und der obere Filtertunnel liegt in wasserführenden Schichten. Im mittleren Filtertunnel mussten wir daher sogenannte Dammringe erstellen, um eine Längsläufigkeit zu unterbinden. Das heißt, dass kein Wasser entlang der Tunnelröhre in anhydritführende Schichten verlaufen kann. Vorgefunden haben wir hier Fels, deswegen war es auch notwendig, zahlreiche Sprengungen unterhalb von Stuttgart-Degerloch durchzuführen. Wir nähern uns jetzt dem Ende des mittleren Filtertunnels. Wenn ihr euch jetzt die Tunnelschale anschaut, könnt ihr sehr gut den Übergang erkennen, wo wir wieder in den Bereich der Tunnelvortriebsmaschine kommen. Hier war das Ende der 4. Schildfahrt. Und das Besondere an der 4. Schildfahrt, vor allem hier an dem oberen Ende der 4. Schildfahrt, war, dass die gesamte Logistik über das Filterportal erfolgt ist. Das heißt, wir haben komplett alles talabwärts gebracht, also das Aushubmaterial, und dann über die Wendekaverne in die andere Röhre gebracht. Von dort aus wurde es bis zum Filterportal hochtransportiert. Auch jeder einzelne Tübingstein, den wir hier sehen, musste am Ende eine Strecke von bis zu 14 Kilometern zurücklegen, bis er an der Maschine angelangt ist und von dort an den Einbauort positioniert werden konnte. Nachdem die SUSE die letzte Schildfahrt absolviert hatte, wurde SUSE demontiert und wieder zu dem Hersteller Herrenknecht zurückgebracht. Einzelteile von unserer Tunnelvortriebsmaschine werden sicherlich noch bei anderen Tunnelvortriebsmaschinen zum Einsatz kommen. Wir kommen jetzt an einer besonderen Stelle vorbei. Hier lohnt es sich mal anzuhalten. Genau hier oben drüber befindet sich der Stuttgarter Fernsehturm. Der Tunnel hat hier gleichzeitig die größte Überdeckung von mehr als 200 Metern. Wenn man den Fernsehturm umdrehen würde und in die Erde stecken würde, würde die Spitze gerade so den Filtertunnel erreichen. Der Name unserer Tunnelvortriebsmaschine SUSE kommt nicht von ungefähr. SUSE steht für Stuttgart-Ulm schneller erreicht. Wir werden künftig eine Fahrzeit von unter 30 Minuten auf der Strecke von Stuttgart nach Ulm erreichen. Das ist wesentliche Voraussetzung, dass auch in der Stuttgarter Region der Deutschlandtakt funktionieren wird. Stuttgart 21 ist damit eine Grundvoraussetzung für den Deutschlandtakt. Der gesamte Knoten Stuttgart wird gleichzeitig mit digitaler Stellwerkstechnik ausgerüstet
und bildet dann den sogenannten digitalen Knoten Stuttgart. Wie ihr hier auch heute auf unserer Fahrradtour sehen konntet, gibt es keine Signale im Filtertunnel. Das wird auch zukünftig so bleiben, denn über die digitale Technik werden die Signale dem Lokführer auf sein Display im Zug angezeigt. Wie alle Tunnel von Stuttgart 21 ist auch der Filtertunnel mit einer festen Fahrbahn ausgeführt worden. Das kann man sehr schön erkennen, dass zwischen den Gleisen und neben den Gleisen ein befahrbarer Untergrund besteht und später können im Ereignisfall Rettungsbusse, Feuerwehrfahrzeuge in die Tunnelröhren einfahren. Die Breite ist ausreichend, dass sich sogar Fahrzeuge begegnen können und aneinander vorbeikommen. Wir befinden uns mittlerweile unter Stuttgart Ost und erreichen gleich das Ende vom maschinell hergestellten Teil des Filtertunnels. Wenn ihr euch jetzt wieder die Tunnelschale anschaut, könnt ihr wieder den Übergang erkennen von der Tübingen-Bauweise auf die Ortbeton-Bauweise. Hier wurde der Filtertunnel aus Richtung Innenstadt vorgetrieben und auch hierüber wurde die Logistik der Tunnelvortriebsmaschine abgewickelt. Ich hatte heute schon mehrfach die Wendekaverne erwähnt. Jetzt kommen wir genau an der Stelle vorbei, wo sich früher die Wendekaverne befunden hat. Die Wendekaverne ist einzigartig. Wir haben kein anderes Projekt herausfinden können, wo eine Tunnelvortriebsmaschine unter Tage um 180 Grad gewendet wurde. Das macht den Filtertunnel besonders einzigartig. Wir kommen jetzt in einen Bereich, wo wir leider nicht mit dem Fahrrad weiterfahren können. Deswegen müssen wir das Fahrrad hier leider stehen lassen und zu Fuß weitergehen. Aber auch da haben wir noch spannende Teile des Filtertunnels zu zeigen. Wir sind nun am Ende des eingleisigen Querschnitts vom Filtertunnel und kommen in das Verzweigungsbauwerk Hauptbahnhof Süd, wo sich der Filtertunnel mit dem Tunnel nach Ober-Untertürkheim vereinigt. Da hinten kann man die Röhre erkennen, die nach Obertürkheim führt. Und vor uns liegt der zweigleisige Tunnelquerschnitt in Richtung Hauptbahnhof. In diese Richtung liegt die Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd. Von dort wurde der gesamte Tunnelvortrieb hier unten hergestellt. Dort gelangt man an die Erdoberfläche und kommt in der Nähe des Wagenburgtunnels heraus. Der zweigleisige Teil des Filtertunnels ist ein ganz besonderer Querschnitt. Hier ist der Querschnitt extrem groß und wir können heute ein sogenanntes Maulprofil erkennen. Während der Vortriebsphase mussten wir einen noch größeren Querschnitt ausbrechen, da es aus statischen Gründen notwendig ist, ein rundes Tunnelprofil auszubrechen. Der große Tunnelquerschnitt führt natürlich auch dazu, dass wir für die Gebäude, die sich Obertage befinden, eine besondere Sorgfalt üben müssen. Die Überdeckung wird hier immer geringer. Wir haben ganz am Ende nur noch ca. 5 Meter zwischen der Tunnelfirste und der Geländeoberkante. Deswegen war es hier notwendig, mit sogenannten Hebungsinjektionen die Gebäude zu sichern. Mit den Hebungsinjektionen haben wir zuerst die Gebäude vorgehoben und gleichzeitig eine Baugrundverbesserung geschaffen. Und so konnten wir mit wenigen Schäden an der Erdoberfläche diesen Tunnel herstellen. Wenn man sich hier die Gleise anschaut, die auch hier schon liegen, kann man die Weichen des Südkopfs erkennen. Über zahlreiche Weichen werden die einzelnen Gleise im späteren Hauptbahnhof erreicht. Wir kommen nun zum unteren Ende des Filtertunnels. Wir können hier nochmal einen letzten Blick
auf das runde bergmännische Tunnelprofil vom Fildertunnel werfen und sehen vor uns schon das Rechteckprofil des Südkopfs vom Hauptbahnhof. Vorne in wenigen Metern erreichen wir dann auch die Bahnsteighalle. Ich hoffe an dieser Stelle, dass euch der Film sehr gut gefallen hat und dass ihr interessante Infos bekommen habt über den Fildertunnel.